Ja, hallo, alle miteinander sind wir wieder. Warum wir jetzt hier sind, eine sehr gute Frage. Was ist das? Was ist passiert? Ja, äh, wir haben beim letzten Mal, glaube 3 Stunden aufgenommen, um über die Feiertage oder wie auch immer, um einfach etwas vorschüssig schon Material zu haben. Und ja, dann ist die Aufnahme abgebrochen und die Datei wurde unbrauchbar und wir konnten ein bisschen was retten. Das zeige ich euch jetzt. Ja, kein Scherz. Also das ist alles. Mehr ging irgendwie nicht. Also ich wollte jetzt auch nicht unbedingt 100 € ausgeben. In der Zeit haben wir natürlich richtig viel gemacht und ist auch echt traurig, dass das jetzt alles weg ist. Aber es gibt Mhm. Schlimmeres. Ja, also wir sind jetzt in Akt 4 schon gelandet. Ich habe jetzt mittlerweile ein Versteck, weil wir ihmchen hier, Elrion, weil ich ihn auf Level 3 schon gebracht habe. Und dann haben wir haben hier eigentlich auch schon eine Quest sogar erledigt. Ja, alles ein bisschen traurig. Ja, wirklich ein bisschen schade. Was die Zuschauer vor allem verpasst haben, ist der Bosskampf von Akt 3, wo Fran natürlich nicht einmal gestorben ist. Also das war ein super Bosskampf. Richtig. Haben wir platt gemacht, den Dominus. Einfach so zerhackstückelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, Nee, war wirklich ein guter Bosskampf. Und dann, wie gesagt, haben wir Elrion gelevelt und jetzt haben wir einen Unterschlupf für Fran errichten lassen. Jeder Bezogen. Master, ja, genau, jeder Meister wie Elrion hat sein eigenes Versteck. Die kann man dann auch wechseln, wenn man die anderen entsprechend gelevelt hat. Und man kann diese Unterschlüpfe sogar erweitern. Wenn jetzt Elrion auf Stufe 5 gelevelt ist, kann man auch nochmal mit Elrion sprechen und dann wird die Zone hier größer. Da kann Mhm. Fran mir mal folgen. Dann wird genau ab hier das, was man dahinter sieht, wird dann freigeschaltet. Hat man also noch mehr Platz. Und auf Stufe 7 wird dann sogar das alles da hinten noch freigeschaltet. Also es lohnt sich schon, die Master zu leveln, um halt seinen Unterschlupf ein bisschen auszubauen. Hatte Fran schon erklärt, als wir das erste Mal hier im Unterschlupf waren, dass man den auch dekorieren kann. Sie hat zum Beispiel hier diese tolle Lampe hier einfach mal hingestellt. Die nicht an ist und nicht angeht. Ja, aber ja, man kann es halt dekorieren, wenn man möchte. Ja. Äh, Da geht Ich man zum nämlich zu Beispiel, ihm und dann kann man Dekorationen kaufen. Dann könnte ich mir jetzt hier du kannst auch den ganzen Fußboden auskleiden. So Art Fliesen legen, wenn du Bock hast. 18 Variationen. Ja, Mhm. bist du sicher, dass du es kaufen willst? Ja, okay. Ich weiß zwar nicht. Ach so, diese Gunst. Für Gunst kaufe ich das. Genau. Alle Dekorationen, die man bei Meistern kauft, kosten Gunst. Gunst Wie- erhält man, indem man den Meister levelt. Da kann man einmal täglich eine tägliche Mission ausführen für den Meister. Müsstest du auch schon die Option haben bei Elrion. Oder man trifft ihn in der Wildnis und macht dort seine Mission und erhält dann Gunst. Ach ja, Tagesmission. Hm. Werd mal den Fußboden, wie macht man das? Weil da stand eigentlich was von 18. Äh, Mhm. echt jetzt? Die, die klickst du gerade alle durch, ja. Unter Fußboden habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Ja, das sind komische Fußböden. Ist jetzt einfach nur Müll, der da unten jetzt liegt, oder was? Ja. Na, aber wenn du den ganzen Boden mit Müll auskleidest, ist das doch auch wie ein Fußboden. Kann ich es ihm auch wieder zurückverkaufen? Nein, Oh, echt jetzt? ich glaube nicht. Also ich muss gestehen, ich habe noch nie meinen Nee. Unterschlupf dekoriert. Weiß ich nicht. Ich kann ihn auch wegschicken dafür, dass er so frech war, mir das als Fußboden zu Da, verkaufen. dann verlierst du aber seine Gunst. Ja, dann möchte ich lieber einen Tisch. Und was auch noch ganz wichtig ist, du kannst immer nur eine bestimmte Anzahl von Meistern in deinem Unterschlupf haben. Das Mhm. ist jetzt in dieser kleinsten Variante des Unterschlupfs sind das, glaube ich, 3 Meister. In der nächsthöheren sind es 5 Meister und danach sind es, glaube ich, 7. Was Ist bringt einem jetzt das? nicht.
Na, du kannst nur die täglichen Missionen ausführen, wenn die in deinem Unterschlupf sind. Sprich, du willst die in deinen Unterschlupf haben, die dir auch was bringen. Woher weißt du, was dir die Meister bringen? Jeder Meister hat seine eigene Werkbank. Das ist bei Elrion hier das Segnungsbecken. Ist vor allem für Ringe und Amulette, dass du die damit aufbesserst. Jede von diesen Verbesserungen kostet ein bisschen von diesen Sphären, was auch immer. Wenn du jetzt Elrion weiter levelst, levelt auch die Werkbank automatisch mit. Sprich, es werden mehr Optionen freigeschaltet, die du craften kannst. Diese Verbesserungen werden dann zum Ende hin richtig, richtig gut. Teilweise für manche Builds auch ist das die einzige Möglichkeit, diese Dinge zu bekommen. Können wir denn die Tagesmission zusammen machen? Bin ich mir gar nicht sicher. Wir probieren es einfach aus. Tagesmission. Kann nicht aktiviert werden. Die Portalposition ist blockiert. Achso, du musst ihn ein bisschen von der Wand wegziehen, weil sonst würde er jetzt das Portal zu seiner Rechten in die Wand machen. Oh. Das war am Anfang ein bekannter Bug, bin ich auch schon drauf reingefallen. Oh. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Moment. So. Okay. Funktioniert! Jo, kann mit rein. Okay, ich habe keinen Quest-Text. Brauchst du auch nicht. Nur irgendwas wieder töten, mitnehmen. Ja. Also ihn jetzt anquatschen und dann sagt er uns, was wir tun müssen. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir diese Dinge außen hier kaputt machen müssen. Das ist sehr clever von dir. Und erledigt. Sprecht mit dem Meister. Ja. Mission abgeschlossen. Das war's? Das war's. Gut. Jetzt habe ich wieder Gunst. Kann ich ihn wieder in die Ecke stellen. Kannst dann auch nochmal mit ihm sprechen? Dann geh mal auf Gegenstände kaufen. Ja. Hast du jetzt die Auswahl, einen Ring oder ein Amulett zu kaufen? Nee. Nur 3 Gemme. Doof. Weil auch eine sehr gute Sache, die man von Elrion kaufen kann, sind seine Edelsteine. Quatsch, seine Ringe und Amulette. Die haben eine ganz besondere Eigenschaft, und zwar zum Beispiel dieser Ring. Wenn du dir den mal ganz scharf anschaust. Schau ihn mir mal ganz scharf an. Es ist schön, wie das letzte auf Englisch da steht. Ja, und genau das ist das Relevante. Da steht -7 Total Mana Cost of Skills. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, dass jeder Skill Mana kostet. Und wenn du einen dieser Ringe oder Amulette benutzt, die nur Elrion verkauft, mit diesem Total Mana Cost to Skills, reduzierst du die Kosten von deinem Mana. Na dann würde ich sagen. Spielen wir weiter. Ja, also erstmal hier Akt 4 die Stadt zeigen, Hohenpforte. Stimmt, die kennen ja unsere Zuschauer auch noch nicht. Das ist alles weg. Alles weg. Also, hier sind auch irgendwo ein V. Mindestens einer. Da! Da ist jetzt erstmal eine Sie. Wo ist ein R? Also hier ist ein Tiger. Ja. Was gönnt man sich nicht alles? Ja. Kommen wir hier gar nicht hinter? Nee. Schade. Ja, okay, er ist jetzt irgendwie nicht da. Vielleicht hier unten? Oh. Ja. Vielleicht. Ah, ja, da ist er. Jetzt rennt er weg. Nein. Da. Verdammt. Da. Er ist scheu. Übrigens ist er bei mir irgendwo anders. Ich gucke jetzt nur Friends zu, wie sie in die Luft starrt. Er geht jetzt hier runter. Ah ja. Gut. Ja.
Wir haben jetzt 2 Quests offen, der ewige Albtraum und das Siegel brechen. Mhm. Da muss ich ja nur mit jemandem reden. Oder hast du auch die beiden? Genau, ja, habe ich auch. Oyun ist oben, also hier oben. Mhm. Quest können wir quasi abschließen. Das ging schnell. Wie haben wir das nur getan? Ja, So. einfach so. Au. Okay. Das ist auch eine, ja, nicht wirklich eine Neuerung, aber ist jetzt auch nicht so seit Ewigkeiten im Spiel, die Golems. Es sind quasi wie deine Begleiter, wie deine Zombies, wie deine Skelette. Kannst du ausrüsten und aktivieren und die verbessern dich in einer bestimmten Kategorie. Zum Beispiel der Blitzgolem gewährt 6% erhöhte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit. Oder der Steingolem gewährt 33 Lebensgenerationen pro Sekunde. Der Flammengolem gewährt 15% höheren Schaden, also wirklich ganz allgemein mehr Schaden. Mhm. Der Eisgolem mehr Genauigkeit und kritische Trefferchance. Der Chaosgolem 3% zusätzliche physische Schadensminderung. Klingt für mich jetzt der Blitzgolem am besten. Blitzgolem, ja. Wobei ich ihn nicht nutzen kann. Weil du nicht genügend Geschicklichkeit hast. Richtig. Mhm. So, wie viel habe ich denn? Nee. Da. Du könntest auch ganz stur einfach den Flammengolem nehmen. Den müsstest du benutzen können. Ja, stimmt. Einfach 15% mehr Schaden. Punkt. Ja, Flammengolem klingt gut. Ich habe sogar einen roten Sockel. Mensch. Mein erstes rotes. Dann nehme ich mal den Steingolem für Lebensregeneration. Kann auch nicht schaden. Cool. Dann haben wir jetzt nur noch der ewige Albtraum. Und dann sind wir auch schon durch mit Akt 4 und gehen in Akt 5. Nicht ganz. Schade. Also wir hatten, können wir vielleicht kurz erklären, hier unten war eine Quest. Wir mussten hier in den verschwundenen See, Ja. schwer, und mussten hier Woll töten. Dafür haben wir das Deshret-Siegel bekommen. Damit sind wir zurückgekehrt in die Stadt und haben hier oben uns den Weg freigebahnt Richtung die Minen. Und da gehen wir jetzt einfach lang. Okay. Da. Ach Gott. Leben. Ja. Achso, und eine andere Sache, die wir festgestellt haben, war, dass ich 70 Identifikationsrollen habe. Ja, Fran ist eine kleine Hoderin. Ja. Wo will er denn hin? So. Ach, das ist dein Golem. Ich dachte die ganze Zeit, was ist das? Meiner sieht irgendwie putzig aus. Ach, und haben wir auch den Zuschauern noch gar nicht gezeigt. Ich habe eine legendäre Waffe gefunden, und zwar diese hier. Ja. Damit habe ich, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Todesstoß. Das bedeutet, wenn ich den Gegnern mit weniger als 10% Schaden mache, sterben sie automatisch. Deswegen nicht wundern, wenn Gegner plötzlich schneller sterben, wenn sie weniger als 10% haben. Falle der Bekehrung. Ja, nehme ich erstmal mit. Oh, was ist hier los? Oh, ich sterbe. Ist tot. Nein. Doch. Nein. Ja, doch. Ich bin nicht tot. Nee, er ist tot. So. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat sich auch. Das ist so ein kleiner Flinker gewesen, hin und her. Und Okay. schon in der nächsten Zone. Wie wir hier durchraiden. Achso, genau, die hatten wir auch beim letzten Mal eigentlich und Stimmt, das haben wir auch beim letzten Mal erklärt, die Essenzen. Genau.
das sind einfach Gegner, die halt so eingefroren sind. Mit 3-mal draufklicken kann man sie aktivieren und töten. Sie lassen Essenzen fallen. Was das ist, erkläre ich dann kurz, wenn wir den hier getötet haben. Deswegen kann Fran gern 3-mal draufklicken. 1, 2, 3. Ich bleib einfach mal in der Mitte stehen, das wird schon passen. Ja. Irgendwas greift mich an. Oh. Okay, es sind ja noch mehr. Was ist denn hier los? So, jetzt. Wir haben nur eine Essenz bekommen. Es sind immer 1 bis 4 Essenzen. Eine ist das allerhäufigste, 2 sind selten, 3 sind verdammt selten, 4 sind extrem verdammt scheiße selten. Okay. Verbessert einen normalen Gegenstand zu einem seltenen Gegenstand mit einer garantierten Eigenschaft. Werte sind beschränkt auf Stufe 60 und darunter. Jetzt im unteren Text sind für die verschiedenen Arten von Gegenständen, hier in dem Falle ist es Einhandwaffe, Zweihandwaffe, Rüstung, Köcher, Gürtel und sonstiger Schmuck. Ups. Jetzt hast du es angesagt. Warte. Ich wollte lesen. Für diese verschiedenen Gegenstandsgruppen wird mit Verwenden so einer Essenz, wie da oben steht, auf einen normalen Gegenstand, wird ein seltener Gegenstand draus. Und einer der Eigenschaften, die der Gegenstand erhält, ist halt garantiert und so weiter. Lesen kann jeder selber. Zum Not Video anhalten und durchlesen. Ist sozusagen eine Möglichkeit, Gegenstände sich so herzustellen, wie man sie gern hätte. Mit so einer garantierten Eigenschaft weiß man 100%ig, ja, wenn ich das jetzt auf den Gegenstand wirke, hat es auf jeden Fall diese Eigenschaft in diesem bestimmten Bereich. Und wenn man Glück hat, hat es noch 1, 2 andere Eigenschaften, die einem gefallen. Und dann hat man ein sehr schönes Item. Diese Essenzen haben auch verschiedene Stufen. Das sieht man an den Streifen, die nach oben rechts rausragen. Das sind hier 3 Stück. Okay. Niedrigste Stufe ist 1 Streifen, dann 2, 3 und so weiter. Geht bis zu 7, glaube ich. 7 oder 8, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall wird man später deutlich bessere Essenzen finden. Von daher ist es schon klug, die zu benutzen, die jetzt hier auf dem Level sind. Ja, dann würde ich das doch direkt mal auf mein Zepter anwenden, weil ich habe ja Kreaturen. Muss das allerdings auf einen weißen Zepter anwenden. Ich habe kein weißes Zepter. Vielleicht finden wir ja noch eins. Was dabei auch ein ganz guter Tipp ist, wenn man unbedingt einen weißen Zepter braucht und man will nicht warten, bis man irgendwo einen findet, weil das kann auch mal dauern. Einfach in die Stadt gehen, zu den Händlern gucken, Gegenstände kaufen, ob irgendjemand einen weißen Zepter hat. Haben sie meistens. Im besten Fall auch noch mit verbundenen Sockeln. Haben sie auch manchmal. Ja, das waren Essenzen. Wir sind irgendwie eine große Gruppe geworden. Oder hier ist ein gelbes Ausrufezeichen. Ja. Guck hier. Was ist das? Hast du ihn gesehen? Ja. Oh. Oh, das war aber... Ja. Das war verdammt knapp. Das war jetzt aber... Aber Haichi Bambaichi Bum Bum war das. Oh, oh, oh. Wie du immer mit gefühlt einem Lebenspunkt rauskommst. Damit haben wir eine Quest erledigt, die wir uns gar nicht abgeholt haben. Aber wir haben sie erledigt. Ja, sehr gut. Dazu hätten wir mit Tasuni sprechen müssen. Der hätte uns die Quest gegeben, aber wir haben sie jetzt schon erledigt. Das ist ein Juwel. Möchtest du es haben? Ist sogar ein legendäres Juwel. Nein, einzigartiges Juwel. Deswegen möchtest du es haben? Schau es mir mal an. Bei mindestens 40 Tage im Radius von Schmetterschlag einen 35% vergrößerten Winkel. Ja. Gut. Ist jetzt erstmal schwierig zu verstehen. Im Skillbaum gibt es bestimmte Punkte, wo man diese Dinge reinsetzen kann.
Da könnte ich jetzt, wenn ich bis dahin skille, also die Skillpunkte bis dahin setze, also wirklich auch die Juwelenfassung mit einem Skillpunkt versehe, ist das freigeschaltet und ich könnte den Juwel da einsetzen. Jetzt sagt mir der Juwel, bei mindestens 40 Stärke im Radius hat Schmetterschlag und so weiter und so fort. Ja. Und diese Juwelen sind ganz besondere Juwelen. Wenn ich die da reinsetze, wird sozusagen ein Kreis, ein etwas größerer Kreis um diese Juwelenfassung angezeigt. Und in diesem Kreis muss ich mindestens 40 Stärke geskillt haben. Das sind meistens diese kleinen Punkte, was bei dir meistens Intelligenz ist. Mhm. Wenn ich dann 40 davon habe, dann tritt dieser Juwel in Effekt. Ist jetzt wirklich schon ein bisschen weiterführend, ist jetzt wirklich noch nicht relevant. Ich werde ihn jetzt vermutlich auch noch nicht benutzen. Oh. Ach, du hast den gar nicht angeklickt. Nee, du hast ihn angeklickt. Können wir beide den nicht anklicken? Nee, nur einer. Hm. Oh. Oh. Hast du auch die Geräusche im Hintergrund gehört? Ja. Daran hört man, dass da was Großes irgendwo hier ist. Was wir vielleicht auch demnächst sehen. Okay.